Es gibt mehrere Gründe, unseren Report wichtig zu finden, auch wenn man nicht in dieser sehr engen und eingeschworenen Migrationsbubble, wie sie ja auch immer so ein bisschen suffisant genannt wird, ist. Ich bin Sophie Meiners und ich bin Research Fellow im Migrationsprogramm der DGAP und im letzten Jahr und ein bisschen habe ich in einem Forschungsprojekt gearbeitet, in der es um die Selbstorganisation von Rückkehrenden ging und deren Rolle bei der Reintegration, die sie dann spielen können. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, weil es darum geht, Politiken besser zu machen, indem man die Leute, die es betrifft, einbindet. Also Rückkehrpolitik machen, Reintegrationspolitik machen, ohne mit den Leuten, die rückkehren, in den Reintegrationsprogrammen sind, macht, glaube ich, meiner Meinung nach keinen Sinn mehr. Deswegen war es längst überfällig, sich das anzuschauen. Und es passt auch ganz gut in die größeren entwicklungspolitischen und außenpolitischen Debatten, die wir gerade haben. Also eine feministische Entwicklungspolitik fordert neben gleichen Rechten und Ressourcen auch eine Repräsentation. Und hier sind wir genau da, wo wir mit unserem Report auch hin wollten. Repräsentation von denen, für die Politik gemacht werden, müssen auch in der Planung und Implementation irgendwie mit eingebracht sind, weil natürlich das ganze Wissen bisher zumindest ganz oft nicht ausgeschöpft wurde, aber diese Programme nur verbessern kann. Reintegration beschreibt den Prozess der Wiedereingliederung ins Herkunftsland. Also quasi das Gegenstück zur Integration für MigrantInnen ist dann quasi der Prozess, der Migration nachgeschaltet ist, die Reintegration. Und das umfasst natürlich ganz basale ökonomische Gründe, einen Job finden. Jeder, der schon mal im Ausland war, weiß, dass da auch mehr dazu gehört. Da sind bürokratische Hürden, sich wieder bei der Krankenkasse anmelden und seinen Pass erneuern lassen vielleicht, aber natürlich auch soziale. Das Wiederankommen im Herkunftsland ist eine ganz wichtige Komponente bei der Reintegration. Europäische Staaten investieren in den letzten Jahren immer mehr in diese sogenannten Reintegrationsprogramme. Es hat natürlich den einen Grund, dass man eine gewisse Verpflichtung den Leuten gegenüber hat, die nicht mehr in Deutschland sein wollen oder können, aber es hat auch einen entwicklungspolitischen Aspekt. Also nur wenn diese Reintegration glückt, also den Menschen der Neustart im Herkunftsland glückt, können diese Potenziale, die sie vielleicht auch aus ihrer Migration in zum Beispiel Deutschland mitgenommen haben, in ihre Herkunftsgesellschaften einbringen und so quasi die Entwicklungspotenziale mitnehmen und wirklich verwirklichen dann in den Ländern. Neben der ganz klassischen Schreibtischarbeit, also Literatur sichten, ganz viel lesen, telefonieren, E-Mails schreiben, Zoom-Interviews führen, haben wir uns auch entschieden, in 2 Länder zu fahren und uns vor Ort quasi mit diesen RückkehrerInnen-Netzwerken, aber auch anderen Reintegrationsakteuren zu unterhalten. Und wir haben uns hier für Nigeria und Kosovo entschieden. Dafür gab es mehrere Gründe, diese sehr, sehr unterschiedlichen Länder zu wählen. Zum einen war es natürlich, dass viele Menschen aus Deutschland und Europa in diese Länder zurückkehren. Also wir wussten quasi, dort gibt es das Potenzial, viele RückkehrerInnen-Netzwerke könnten dort entstehen. Und dann hatten wir in unserer Vorrecherche schon herausgefunden, in Nigeria gibt es sehr aktive Netzwerke, in Kosovo eher weniger. Also wir hatten auch diesen Unterschied in den Ländern, sowohl natürlich geografisch, historisch, aber auch was diese Netzwerke betrifft. Und wir waren in Nigeria in 3 Städten. Wir waren in Lagos, Abuja und Benin City und haben dort ein sehr bunt gemischtes Programm gehabt. Also wir waren in verschiedenen Ministerien, haben uns mit EntwicklungsakteurInnen getroffen, waren bei internationalen Organisationen. Natürlich haben wir auch mit den RückkehrInnen-Netzwerken gesprochen. Ich habe sehr viele Büros in Nigeria und Kosovo von innen gesehen. Und das waren total spannende Treffen, aber bestimmt die allerspannendsten Treffen waren die Treffen mit den RückkehrerInnen. Also da habe ich bestimmt am allermeisten von mitgenommen, von den Geschichten zu hören, zu wissen, was sind Probleme, aber auch irgendwie Chancen, die Leute sehen, von denen man nicht in der Literatur lesen kann, die man eben nur im persönlichen Gespräch erfahren kann. Und hier waren die Gespräche am allerschönsten, wo wir irgendwie bei einem Abendessen zusammensaßen und uns einfach mal austauschen konnten, ohne Interview-Leitfaden, den wir natürlich als gute ForscherInnen abgearbeitet hatten. Aber wenn das Gespräch dann weitergeht, man irgendwie über auch familiäre Situationen, irgendwie auch kulturelle Sachen in den Ländern sprechen kann, das war total spannend und total bereichernd für mich.
So langweilig sich das jetzt anhört, aber eine gute Vorbereitung ist echt richtig wichtig. Und diese gute Vorbereitung umfasst natürlich ganz basale Sachen wie Flugbuchen, Impfbuch checken, sich ein gutes Hotel aussuchen, aber auch die Gesprächspartner vorher sich ein gutes Bild davon machen, wie kann ich ein ausgewogenes Bild kreieren, wen darf ich nicht außer Acht lassen, welche Gegenposition brauche ich nach dem Meeting X, damit ich quasi das nicht einfach als bare Münze für mich so mitnehme, sondern auch irgendwie ein Verhältnis setzen kann. Und dann würde ich sagen, neben ganz viele Meetings ausmachen und interessante Leute treffen, Freiräume einplanen in die Reiseplanung. Zum einen eben, es kann immer was schiefgehen, man kann in einer Metropole wie Lagos immer im Stau stehen, Meetings verpassen, wenn man zu eng getaktet hat. Aber auch einfach, es ergeben sich Sachen spontan. Und dann wäre es schade, die nicht wahrnehmen zu können, wenn man jemanden Spannenden on the side irgendwie auf der Seitenlinie von einem anderen Treffen getroffen hat, das nicht wahrnehmen zu können, weil man auf seinen Kalender schaut und bis zum Abflug alles voll hat. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Learning aus den Reisen. Also wir hatten in unserem Projekt das Glück, dass wir eng mit der GIZ und dem BMZ zusammenarbeiten könnten, also den deutschen AkteurInnen, die für die Umsetzung der Reintegrationsprogramme zuständig sind. Da hatten wir einen engen Draht. Ich glaube, das hat unserem Impact gut geholfen, dass wir da in guter Verbindung miteinander standen und da auch ein gegenseitiges Interesse da war und ein guter Austausch. Als wir unsere Studie vorgestellt haben, hier vor einigen Wochen in der DGAP, hat uns das total gefreut, dass die allermeisten auch von den Leuten, denen wir erzählt hatten, die Studie kommt jetzt bald raus, die allermeisten sind entweder in Person oder auch online zu unserem hybriden Launch-Event gekommen, was total schön war, haben wir richtig gutes Feedback bekommen. Also neben diesem Produkt, fertiger Bericht, das erforscht haben, ist natürlich das Netzwerk, das wir damit knüpfen konnten in ganz verschiedenen Ländern, auch über Nigeria und Kosovo heraus. Wir haben ja auch ganz viele virtuelle Interviews in lateinamerikanischen Ländern geführt, aber auch in westafrikanischen anderen, in Bangladesch ein paar Interviews geführt. Sind das natürlich total wertvolle Kontakte, die uns bestimmt für weitere Forschungsprojekte total hilfreich sein könnten und total gute Impulse geben. Dadurch, dass wir sehr rausgegangen sind aus diesem sehr traditionellen politischen Panel, haben wir quasi aktiv rückkehrende Netzwerke eingeladen und einer unserer PanelistInnen war auch der Gründer eines Netzwerkes in Nigeria. Also hier haben wir quasi versucht quasi nicht für jemanden zu sprechen, sondern jemanden sprechen zu lassen. Wir haben in unserem Report auch einige Zitate drin, eben um nicht für jemanden zu sprechen, sondern sprechen zu lassen. Die Botschaft, die ich übermitteln wollen würde, ist, hört den Leuten zu und kontaktiert die. Es gibt nicht umsonst Internet, es gibt nicht umsonst Zoom. Also man muss nicht nach Nigeria zwangsläufig reisen, um auch vom Berliner Büro aus mit den Leuten zu sprechen und einfach Perspektiven einfangen zu können. Auch wenn natürlich nach Nigeria reisen immer eine gute Idee ist.